Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich werde heute Einbürgerungstest machen. Der deutsche Einbürgerungstest, Fragen 76 bis 150 Info für die Einbürgerung in Deutschland ist neben anderen Voraussetzungen das Bestehen eines Einbürgerungstests erforderlich. Mit dem Lernkartensystem von jura-companion.de können Sie optimal Ihr vorhandenes Wissen testen und neues Wissen erlangen. Hinweis zur Benutzung des Online-Einbürgerungstests. Um eine Frage zu beantworten, klicken Sie einfach auf die von Ihnen gewünschte Antwort. Das Ergebnis wird Ihnen gleich nach der Auswahl der Antwort angezeigt und bleibt so lange gespeichert, bis Sie die Seite neu aufrufen oder aktualisieren. Somit können Sie unbeantwortete Fragen noch einmal aufrufen und oder die gewählten Antworten erneut beantworten. Mit den Buttons Nächste Frage und Vorherige Frage können Sie neue Lern- und Fragekarten aufrufen oder vorherige, freigelassene oder bereits beantwortete Fragen noch einmal rückwirkend betrachten. Sollten Sie eine Antwort nicht richtig beantwortet haben, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine andere Antwort zu wählen. Damit können Sie Ihren Fehler korrigieren und sich die richtige Antwort merken. Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland? Freie Demokratische Partei Deutschland. Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland? Freie Demokratische Partei Deutschland. Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes? Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes? Amtsgericht. Nein. Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungsgericht. Wer wählt den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin in Deutschland? Wer wählt den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin in Deutschland? Der Bundesrat. Schon wieder Fehler. Der Bundestag. Wie nennt man den Regierungschef, die Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland? Wie nennt man die Regierungschef, die Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland? Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Wer wählt den deutschen Bundeskanzler, die deutsche Bundeskanzlerin? Wer wählt den deutschen Bundeskanzler, die deutsche Bundeskanzlerin? Der Bundestag. Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident? Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident, die deutsche Bundespräsidentin? Er, sie repräsentiert das Land. Repräsentiert das Land. Wer bildet den Deutschen Bundesrat? Wer bildet den Deutschen Bundesrat? Nein. Wer bildet den Deutschen Bundesrat? Die Regierungsvertreter der Bundesländer. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsident, die Bundespräsidentin? Der Bundesparlament. Nein. Die Bundesversammlung. Ja, great.
Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland? Und der Bundespräsident, der Bundespräsidentin. Der Bundespräsident, die Bundespräsidentin. Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag kontrolliert die Regierung. Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten, eine Partei im Parlament? Fraktion. Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch den Bundesrat. Regierungswechsel in einem Bundesland könnten Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird schwierig, wenn sie dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert. Schwierig, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland? Christlich-Soziale Union. Ab welchem Alter darf man in Deutschland bei der Bundestagswahl wählen? 18. Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen? Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland? Schulpflicht. Was muss jeder deutsche Staatsbürger, jede deutsche Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen? Einen Personalausweis. Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest eingestellt ist? Sozialversicherung. Sozialversicherung. Welche Pflicht gilt in Deutschland nur für männliche und nicht für weibliche Staatsangehörige? Welche Pflicht gilt in Deutschland nur für männliche und nicht für weibliche Staatsangehörige? Verpflicht, aber diese Frage kenne ich nicht. Bei uns in Schleswig-Holstein. Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherung? Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Jeder deutsche Staatsangehörige muss eine Frage hier zum Beispiel, dass jeder muss einen Personalausweis oder dann ein Dokument bei Ihnen haben, zum Beispiel wenn man in der Straße ist und Polizei kommt und dann sagt ich möchte deine Dokumente sehen, dann musst du dein Dokument zeigen, kannst du nicht sagen, ich habe nicht bei mir oder ich habe nicht zu Hause. Gewerkschaften sind Interessensverbände der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Bundeswehr. Man möchte aus gewissen Gründen nicht lernen, wie man auf Menschen schließt. Was kann man tun?
Ich entschuldige mich, diese Frage kenne ich nicht, weil sind nicht bei uns in Schleswig-Holstein. Wer ist in Deutschland verpflichtet? Wer ist in Deutschland verpflichtet? Eine Frau in Deutschland verliert ihre Arbeit. Was darf nicht der Grund für diese Entlassung sein? Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern, Wahlhelferinnen in Deutschland? Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. In Deutschland helfen ehrenamtliche Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bei der Wahlen. Was ist die Aufgabe? Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? Bei einer Bundestagswahl in Deutschland darf jeder wählen, der Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 18 Jahre alt ist. Wie oft gibt es normalerweise Bundestagswahlen in Deutschland? Alle 4 Jahre. Nein. Wie oft gibt es normalerweise Bundestagswahlen in Deutschland? Alle 4 Jahre. Achso, ja, ich entschuldige mich, weil ich habe hier falsch gelesen. Ich habe hier diese 4. Aber das ist die richtige Antwort. Alle 4. Ich mag ab und zu mal Fehler, weil ich bin zu schnell und ich lese nicht. Alle 4 Jahre, das ist richtig. Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? 4 Jahre, dasselbe 4. In Deutschland darf man wählen. Was bedeutet das? Alle Einwohner und Einwohnerinnen in Deutschland? Nein. Alle deutschen Staatsangehörigen dürfen wählen, wenn sie das Mindestalter erreicht haben. Die Wahlen in Deutschland sind geheim. Wahlen in Deutschland gewinnen die Parteien, die meisten Stimmen bekommen. An demokratischen Wahlen in Deutschland teilzunehmen, ist ein Recht. Was bedeutet aktives Wahlrecht in Deutschland? Man kann wählen. Wenn Sie bei einer Bundestagswahl in Deutschland wählen dürfen, heißt das aktives Wahlkampagne. Wenn Sie bei einer Bundestagswahl in Deutschland wählen dürfen, heißt das aktives Wahlrecht. Wie viele Zweitstimmen sind mindestens notwendig, um in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden? 5. Was regelt das Wahlrecht in Deutschland? Alle, die wollen, können wählen. Nein. Wer wählen darf, kann wählen. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? Jede Person kann ohne Zwang entscheiden, ob sie wählen möchte und wenn sie wählen möchte. Das Wahlsystem in Deutschland ist ein Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Eine Partei muss für den Deutschen Bundestag einen Mindestanteil an Wählerstimmen haben, das heißt 5% Hürde. Welchem Grundsatz unterliegen Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind frei, gleich, geheim.
Was ist in Deutschland die 5%-Hürde? Mindestanteil an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen. Die Bundestagswahl in Deutschland ist die Wahl das Parlament für Deutschland. In einer Demokratie ist eine Funktion von regelmäßigen Wahlen. In einer Demokratie ist eine Funktion von regelmäßigen Wahlen, die Bürger und Bürgerinnen nach dem Willen der Verhältnismäßigkeit den Wechsel der Regierung zu ermöglichen. Was bekommen wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen in Deutschland vor einer Wahl? Eine Wahlbenachrichtigung vor der Gemeinde. Warum gibt es die 5%-Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sie, weil viele kleine Parteien die Regierungsbildung weil die kleine Partei nicht so weil die Bürger und Bürgerinnen bei vielen kleinen Parteien die Orientierung verlieren können. Nein. In die Programme von Parteien viele gemeinsam haben, das ist die Richtung. Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man Ministerpräsident, auch Abgeordnete. Noch einmal, Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man Abgeordnete. Abgeordnete. Von Volk gewählt wird in Deutschland der Bundespräsident, die von Volk gewählt wird in Deutschland, nein, hier. Der Bundestag. In Deutschland ist ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, das Oberhaupt einer Gemeinde. Viele Menschen in Deutschland arbeiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Was bedeutet das? Sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. Was ist bei Bundestags- und Landtagswahlen in Deutschland erlaubt? Man kann am Wahltag, man kann durch Briefwahl seine Stimme abgeben. Man will den Bus abschaffen, mit dem Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie machen, um den Bus zu erhalten? Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder ich gründe selber eine Initiative. Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? Kleine, nein. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei ungerechtfertigter Kündigung durch Ihren Chef, Ihren Chefin. Welches Gericht ist in Deutschland bei Konflikten in der Arbeitswelt zuständig? Das Arbeitsgericht. Was kann ich in Deutschland machen, wenn mir mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin zum Recht gekündigt hat? Kündigungsschutzklage erheben. Wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht? Wenn jemand eine Straftat begangen hat und angeklagt wird. Was macht eine Chauffeur, eine Chauffin in Deutschland? Sie entscheidet mit Richterinnen über Schuld und Strafe. Wer berät in Deutschland Personen bei Rechtsfragen und vertritt sie vor Gericht? Ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin. Was ist die Hauptaufgabe eines Richters, einer Richterin in Deutschland? Ein Richter, eine Richterin
arbeitet in einem Gericht und spricht Urteile. Ein Richter, eine Richterin in Deutschland gehört zur Judikative. Ein Richter, eine Richterin gehört in Deutschland zur rechtsprechenden Gewalt. In Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Für welche Staatsgewalt arbeitet ein Richter, eine Richterin? Für die Judikative. Wie nennt man in Deutschland ein Verfahren vor einem Gerichtsprozess? Was ist die Arbeit eines Richters, einer Richterin in Deutschland? Rechtsprechend. Was ist eine Aufgabe der Polizei in Deutschland? Die Einhaltung von Gesetzen zu überwachen. Wer kann Gerichtshofin in Deutschland werden? Alle deutschen Staatsangehörigen älter als 24 und jünger als 70 Jahre. Ein Gerichtshofin, eine Gerichtshofin in Deutschland ist ein ehrenamtlicher Richter, eine ehrenamtliche Richterin. Was bedeutet die Abkürzung SPD? Sozialpartei Deutschland. Sozialdemokratische Partei Deutschland. Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland? Ja, das war's.